Ich finde, es ist einfach ein Märchen. Wenn ich mir vorstelle, vor 2 Jahren stand ich da in New York, bin auf die getroffen, habe mit denen gesprochen, habe dieses Strahlen gesehen, werde diesen Spruch nie vergessen. Das ist für mich als für andere, als wenn sie die Beatles treffen, dass sie uns treffen. Lo que fue increíble también es que, si bien lo conocimos en ese momento en Nueva York, fue como una amistad así loca, instantánea. It's the best work I ever seen outside of the village of Wonderland. It's so crazy. It's really, really crazy. Oh my gosh, so cool. This is my hero. Yes, I don't know. Y nosotros lo escuchamos eso y no creíamos que era cierto, hasta que dimos la vuelta, yo respiré hondo, me quedé un rato pensando ahí y digo, bueno, ahora voy, doy la vuelta y lo vi y era como ver un video de YouTube de Miniature Wonderland en vivo y en directo. Das Miniature Wunderland steht jetzt vor seiner größten Herausforderung, ja eigentlich dem größten Abenteuer seiner Geschichte. Denn immerhin bauen wir hier seit 20 Jahren an der größten Modelleisenbahn der Welt und dieser Speicher ist restlos voll. Jetzt bauen wir also eine Brücke rüber übers Wasser auf die andere Seite in den Nachbarspeicher und haben sensationelle 3000 Quadratmeter zur Verfügung und starten als erstes mit Südamerika und zwar einem ganz besonderen Südamerika. Wir bauen mit einer südamerikanischen Familie zusammen diesen Abschnitt, sodass es wirklich sowohl Klischees aus europäischer Sicht als auch authentische Sachen aus südamerikanischer Sicht beinhaltet. Und ob das wirklich funktioniert, werden wir sehen, denn wir bauen als Test gerade Rio de Janeiro. Wenn man das mal so typisch wunderlandmäßig, eröffnungsmäßig sind, haben wir ja sozusagen Rio als erstes fertig, wenn die Brücke kommt. Und wir werden schon einen Teil von Südamerika vielleicht fertig haben. Patagonien, die Antarktis gehört nicht zu Südamerika. Wir werden Regenwald, glaube ich, fertig haben und so weiter. Und dann bauen wir noch einen riesengroßen nächsten Teil. Also ich sag mal, von heute sind wir mindestens noch 4 Jahre damit beschäftigt. Wenn wir vielleicht in 1-2 Jahren da stehen und zusammen Rio eröffnen, wir zusammen Arm in Arm, ganz ehrlich, ja, super. Da kriegt Pipi in den Augen. Wir hatten eine ganz verrückte Idee. Wir haben ja schon einige Länder gebaut und wir wollten unbedingt als nächstes mal Südamerika bauen. Wenn wir jetzt allerdings als Deutsche Südamerika bauen, dann ist es ein typisches, wirklich europäisches Sehen auf Südamerika. Und das wollten wir nicht. Wir wollten ein ganz authentisches Südamerika schaffen. Und so haben wir ein Experiment gestartet, was ganz, ganz besonders für uns war, weil wir bis jetzt alle unsere Sachen komplett selbst gebaut haben. Wir wollten mit einer südamerikanischen Familie zusammenbauen, Semtrains. Und wir haben die erstmal kennengelernt und haben uns sofort auf Anhieb super gut verstanden und haben dann überlegt, trauen wir uns das zu, so eine Entfernung, so eine andere Mentalität, dass wir zusammen diese Südamerika bauen. The reason why we are building the South America in South America is to not only make the models, is to give something else. It's the South American feeling. And the spirit of these countries in the region. Für uns ist natürlich jetzt gerade in diesem Moment wichtig, ob das alles, was wir vorbereitet haben, wo wir Stunden miteinander gesprochen haben über diese wahnsinnige Entfernung von Hamburg nach Argentinien, ob das alles geklappt hat. Für mich muss das Ergebnis harmonisch aussehen, es muss liebevoll aussehen. Und ich sage immer, wenn der Mensch dahinter, der das baut, diese Liebe in sich trägt und diesen Ehrgeiz und diesen Wunsch, was Wunderbares zu bauen, dann klappt das auch. Südamerika ist einfach eine neue Herausforderung, es ist komplett neu für uns. Es ist einfach ein Kontinent, den wir nicht direkt vor Augen haben, weil wir dort einfach nicht leben. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Semtrains zusammenarbeiten. They have gave us the section of Rio de Janeiro. So you have to build Brazil or Rio de Janeiro, what represents it, etc. It is a model on itself, so it doesn't have a section that add to it
physically. It will later become part of a hall that will hold 400 square meters of modeling. Ich bin hier in Argentinien, um die Jungs hier bei ihrer Arbeit zu unterstützen, um hier einen Austausch stattfinden zu lassen. Das ist meine Hauptaufgabe hier, die Unterkonstruktion. Ich bin gelernter Tischler und es ist das Fundament für alles, was irgendwie darauf aufbaut. Und es ist sehr wichtig, dass wir da ordentlich arbeiten und keine Fehler machen, weil sonst natürlich alles, was folgt, auch nicht korrekt ist. Letztes Wochenende hatten wir die Chance, Rio zu besuchen. Wunderschön einerseits mit der Copacabana und dem Strand und eine wunderschöne Innenstadt. Auf der anderen Seite auch der Kontrast. Es gibt viele Menschen, denen es nicht so gut geht da, die auf der Straße leben. It's something that is so different from Europe or from the United States. So it's a challenge to transmit this energy into the model, but that's the goal. Das, was wir schon gemerkt haben in Hamburg, als wir uns zweimal besucht haben, dass es wirklich passt, das war in der ersten Sekunde hier. Ich bin hier reingekommen und ich habe mich wie zu Hause gefühlt. Wir wurden so freundschaftlich aufgenommen, das war wahnsinnig. Und wir standen dann in der Halle drin und es war wie, als wenn es völlig normal ist, dass wir uns treffen. Es war natürlich am Anfang so eine kleine Aufregung da und so, aber die war nach 5 Minuten weg. Und das ist genau das, was ich geträumt habe, dass es passiert. Es passt sowas von zusammen. You see this double plywood, the double multiplex. We wanted to have as less cuts as possible. Less cuts means not so much problem to fix it in Germany. Jetzt haben wir gesehen, dass sie das unheimlich toll hingekriegt haben mit den unterirdischen Schattenbahnhöfen und das Gestell ist toll, die Verkabelung funktioniert. Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie geht es weiter. Jetzt kommt ja eigentlich das Wichtigste. Jetzt kommt sozusagen die Champions League, die Berge, die Landschaften. Ist es harmonisch, wie die Gleise in die Landschaft einfließen? Sieht Rio, was jetzt ja sozusagen unser erster Testabschnitt ist, sieht das wirklich aus wie ein südamerikanisches Rio und nicht wie ein europäisches Rio, weil wir bauen es ja zusammen. Und das werden so wahnsinnig spannende Monate und ja, und dann hoffen wir, dass es am Ende ein Rio ist, wie es das nirgendwo auf dieser Welt gibt. Wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt und 2 Jahren haben wir uns in New York kennengelernt. Dann ging es ganz schnell. Ne? Wir haben uns beschnuppert, dann ist das kleine Steinchen ins Rollen gekommen. Gut, es ist jetzt eine Riesenlawine. Ja. Also hast du das Gefühl gehabt, das könnte nicht passen? Als du menschlich? Nein, das habe ich das Gefühl nicht. Das ist doch das Entscheidende. So. Und wir bauen es ja auch am Ende gemeinsam wirklich. Ne? Aber ich habe auch vor der Technik Respekt. Also es ist und jetzt kommt noch was. Bleib auch skeptisch, auch wenn es mich stresst, aber es ist ja, ich sehe das, mit eurem Gefühl deckt sich ein tiefes Gefühl in mir auf. Wir haben uns jetzt hier nicht, um schneller zu bauen, verstärkt. Das Gefühl habe ich nicht, sondern wir haben eine Gelegenheit genutzt, weil wir Südamerika auch mit dem authentischen Flair von Südamerikanern gebaut sehen wollen. Kann ich total verstehen, lebt auch in mir. Aber eine Sache lebt nicht mehr in mir. Ich habe es gebaut. We have talked about the trees and the colors of the trees. Yeah. And it was very difficult to find a very easy way to build a rainbow forest. Yeah. And our first impression was, never ever, how can we build this? Modellbau ist für mich wie Bilder malen, wie ein Gemälde malen und ich möchte gerne, dass Leute, die das Bild dann sehen, sich wohlfühlen, was Schönes dabei empfinden. For this sample, I wanted not only show the greening, but only show a nice setup that would be like a street in Santa Teresa, something like this. So, yeah. I like it. We are artists
and we paint the picture. And we can think about it, make we the real colors of Rio de Janeiro, or we make our own colors. Ja, wir wollen es ja halt so machen, dass wir jetzt Europa gebaut haben in dem einen Gebäude, und wenn die Besucher über die Brücke gehen, dann sollen sie in einer neuen Welt sein, halt auf einem anderen Kontinent, und der soll anders aussehen, der soll anders riechen und so weiter und so fort. Wir können aber in unserem kleinen Maßstab die Bäume nicht so darstellen, dass man jetzt sieht, das ist eine Eiche, das ist irgendwas, sondern wir können nur das Material anders wählen, die Farbe anders wählen, die Oberfläche anders wählen, damit wirklich der Effekt da ist, wow, eine völlig andere Vegetation. Wenn dann nicht das Problem des Staubsaugers wäre. Wenn das alles einstaubt, was normal ist, dann müssen wir es mit dem Staubsauger und Pinsel sauber machen können. Und da kann selbst der allerbeste und schönste Baum eventuell dann am Ende wieder durchfallen, wenn der Staubsauger die Blätter absaugt. Und da sind wir weiterhin noch nicht bei einer Lösung. Vor allem hier, wenn du da mal anschaust, dann guck mal, von hier so guckst, ne? Das ist wirklich, guck mal. Wir wollen einen wirklich sichtbaren Unterschied haben von dem Abschnitt Rio zu den Abschnitten, die wir bis jetzt alle schon gebaut haben. Aber wir befinden uns auf einem komplett anderen Kontinent, und das soll sich wirklich in allen Bereichen widerspiegeln. Dafür haben wir ganz viele unterschiedliche Muster von Bäumen angefertigt, um diesen typischen Look wiederzugeben. Und wir mussten halt auch sicherstellen, dass die Bäume stabil genug sind, um über die Jahre zu bestehen. Dafür machen wir gerne den Staubsaugertest. We start from zero with a copper wire, so we can twist it and make the general structure of the tree with the branches. In each layer that we work on, we keep adding things like first the wires, then the texture, then coloring, then some weathering. After that, a little bit of the structure for the leaves, and then the actual foliage of the tree. This is a commercially a viable tree. It's not in good shape because it's been stored for a while, but we're gonna try now the vacuum cleaner test. Oh, look, see? This is not good. Now we're gonna test your trees and we'll see how it works. This is awesome. We don't have problems here. Perfect. We're gonna try to destroy it, but if you're hitting the trees this hard, you don't care about anything because it's like, and then you have no tree. But the foliage, it stays on the tree, so it's perfect. I really like this one. Yeah. Yeah, nice design. Yeah. No, I think they're pretty good. I'm gonna call this the Toby tree. Nice. It's cooked. Yeah, they're strong enough. That's pretty awesome. We need just a few more. All right, just a few hundred more. A few thousand more. A few thousand more. But you got 6, so well. Pero hay una cosa que ustedes se olvidan. ¿Cómo lo conociste a Freddy? ¿Cómo te diste cuenta que era él? Sí. Acordate que yo, no sé, por el 2001, por ahí, que estábamos viendo la televisión alemana y aparece un pequeño documental, no sé qué era en ese momento, una nota, y nos quemó la cabeza a ver lo que estaban haciendo, y siempre fue un sueño para nosotros ir a conocer eso. Me parece que te quedaste hasta las 3 de la mañana hasta que lo pasaron de Pero tuvo una época re psycho con la Deutsche Welle, porque era que buscaba, nos quería mostrar y hacer ver el mismo documental una y otra vez. Después lo terminé grabando. Ich habe Basic Instinct kaputt gespult. Und die haben halt die Wunderland VHS kaputt gespult. Rauf und runter. Achso, das sage ich lieber nicht. No tengo idea. If we don't have this channel here,
we can put 1 meter more layout on this side. But at the moment we are not sure if here's a, what's the English word, climate channel, air conditioned channel. If you make the layout so that nobody wants to make this. Oh wait, we have it here. Let us check. Here is a door. We must perhaps cut here the trees away 30 centimeters, and we can hear about a half meter more. Go like this. We have 2 meters from this to this. It's better to see from the mountain up. There's enough. Jetzt, now comes the tourist. Sorry, please. Hey, what are you doing here? Wir haben jetzt eine ganz tolle neue Situation, weil eigentlich war hier mal eine Wand und die ist jetzt weg, weil das Treppenhaus auf die andere Seite gewandert ist. Und hier kann jetzt der Besucher auch von dieser Seite sich Rio anschauen. Und das ist natürlich ganz besonders. Und jetzt gucken wir gerade, ob wir diese Chance sogar nutzen und hier noch ein bisschen mehr Anlagenkante machen, sodass wir hier noch mehr Sachen von Rio bauen können. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Eisenbahn, die in der Straße lang fährt. Und die könnte man hier noch so runterbauen, aber das wird dann sehr, sehr eng. Und wir werden das Risiko aber eingehen, hier statt 2 Meter, die wir normalerweise so für die Besucher brauchen, so nur 1,60 Meter, 1,65 Meter zu planen. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen eng wird, wenn die Besucher wieder so stehen, aber das werden wir einfach mal riskieren. ¿Se acuerdan el día que vinieron por primera vez los Brown y se sentaron a comer acá? O sea, en esta mesa. O sea, ustedes pensaron. O sea, ¿en alguna vez les cayó la ficha que los hermanos Brown se sentaron a comer acá? Diese 5 Tage da sind im Fluge vergangen. Ja, es war einfach so schön. Und es war auch, ehrlich gesagt, du hast es vorhin schon gesagt, es war für ein bisschen in unserer Anfangszeit. Well, for me, it's, I'm from my family. I think I speak for all of them when I say it's incredible to have you here, guys. It's a dream come true, as we told you this many times. Whenever we have the chance, we tell you this, because it's amazing. It's amazing to have you here, and it's something that in the past we would never even imagine it. So thank you for this opportunity. We have to work together with you, and for us is to be working with the best. So thank you. Es ist in jeder Sekunde, in jeder Ecke, wo ich dort in den Werkstätten war, habe ich uns in unserer Anfangszeit gesehen. Und ich wollte mich eigentlich nur hinsetzen und mitbasteln. Ich wollte da bleiben. I have to say thank you, because it was it was a runaway from home for a short time to be completely in another world without any stress with you. So it's really hard to go back. So I have to thank you for this time. Also wir haben uns ja viel befasst mit, ob das qualitativ zusammenpasst oder wie auch immer. Oder ob das menschlich zusammenpasst. Also bei aller Euphorie und mittlerweile echt Vertrauen und Vorfreude auf das gemeinsame geile Projekt. Der Zeitplan macht mir ein bisschen Sorge. Da bin ich nämlich skeptisch. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe auch Angst. Und wenn man ganz ehrlich zu sich ist, ist alles toll, aber wenn man nur die Fakten anschaut, wir wollten im Januar fertig sein. Dann haben wir es auf Februar geschoben, dann haben wir es auf Mai geschoben, jetzt schieben wir es auf September und es gibt auch Annahmen dazu, dass September auch nicht eingehalten wird. Und so zieht sich das durch, so dass man zumindest sagen kann, es ist auch eine ganz schöne Portion Skepsis und vor der sollten wir uns nicht verschließen angebracht.